Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad authentisch die Mission 5 in 14 Minuten abschließen könnt. Bevor wir jetzt aber ins Gameplay starten, zeige ich euch noch zuallererst, welche Waffen und Gadgets ich für diese Mission gewählt habe. Solltet ihr direkt zu dem Gameplay-Part springen wollen, habe ich das in der Videobeschreibung markiert, da geht ihr dann einfach auf den Zeitstempel und schon kann es losgehen. Gewehrtechnisch habe ich mich für die K98K entschieden. Das hat unter anderem zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ihr damit sehr viel Schaden anrichten könnt, auch wenn ihr nicht den Kopf trefft. Und der zweite Grund ist, so wie ich es jetzt eingestellt habe, wenn ihr diese Aufsätze 1:1 übernimmt, habt ihr eine sehr leise Sniper. Während des Gameplays habe ich die ganze Zeit aber nur die Unterschallmunition verwendet. Deswegen würde ich euch auch da empfehlen, dass ihr diese ebenfalls mit ausrüstet. Dadurch sind dann die Schüsse nochmal um einiges leiser. Die anderen beiden Waffen sind jetzt nicht so wichtig, aber da würde ich euch dann einmal die MP44 und anschließend noch die Velrod als Pistole empfehlen. Gadget-technisch habe ich mich für folgende 6 Gadgets entschieden. Das hat unter anderem den Grund, dass wir uns im Zweifel dann mal heilen können, sollten wir entdeckt werden, aber natürlich ist unser Ziel immer, nicht entdeckt zu werden und dementsprechend auch keines der Verbandsgadgets etc. nutzen zu müssen. Bevor wir jetzt direkt ins Gameplay einsteigen, zeige ich euch noch schnell, welchen Startort ich ausgewählt habe. Für diese Mission habe ich mich für den Startort Haus auf dem Land entschieden, da wir auf diese Weise möglichst wenig hin und her laufen müssen. Wie in vielen meiner vorherigen Authentic Guides würde ich euch auch wieder für diese Mission empfehlen, dass ihr da einfach öfter zwischenspeichert, um es einfacher zu haben. Auch in diesem Video werde ich es wieder so machen, dass ich es hauptsächlich kommentarlos ablaufen lasse und mich an manchen Stellen dazwischen melde, um euch ein paar Tipps zu geben. Charlie mentioned this. We won't be able to cross the channel if that naval battery is active. Gotta take it out of action before I leave. Es besteht also keine Gefahr, dass die Dinger hochgehen, während das Geschütz feuert? Zum letzten Mal. Die werden ferngezündet. Es besteht keine Gefahr, dass die versehentlich hochgehen. Naja, wenn du es so sagst, ist schon was dran. Wie naiv kann man sein? Man lässt den Angreifern keine Waffen zurück. Wenn den Alliierten das Geschütz in die Hände fällt, können sie damit auf unsere Schiffe feuern. Also müssen wir es mit diesen Ladungen zerstören. Scuttle charges, designed to render the gun inactive before it's captured. Artillerie If I can get to in die the Luft Nazis to jagen wollen. detonate them, Miras is toast. In diesem Raum ist es wichtig, dass ihr die Brechstange mitnehmt, da wir diese gleich zum Sabotieren benötigen. Sobald ihr dann in dem nächsten Raum ankommt, solltet ihr auf jeden Fall mindestens eine Springladung mitnehmen, da wir diese ebenfalls später für einen Tresor benötigen werden.
Engine room. If I take these out, the gun's useless. Sobald ihr dann den Generator sabotiert habt, werden die Gegner misstrauisch und zu diesem Ort dann zurückkehren. Da solltet ihr dann einen großen Bogen umrum machen, um es einfacher zu haben und dann nicht unnötig in Gefechte verwickelt zu werden. Channel crossings in the area are gonna be a lot safer. Was ist passiert? The underground hospital. There's got to be something in there that points me towards Kraken's test site. So, they keep mixing up deliveries between the construction site and the tank depot. I think I've found my Kraken lead. They're building another. Won't be a threat for a while, but I shouldn't turn down a chance to slow it down.
sidearm. Nice and quick. Obwohl die Alliierten gerne Brest, Saint-Nazaire und jede andere Stellung am Atlantikwall ausprobieren würden, braucht man nie auf englisches Gebiet schicken. A Kraken prototype. A stealth-capable U-boat. I can't leave it or this facility standing. Prototype's waiting to be refueled and resupplied. Dropping torpedoes on an active fuel line should cause enough for an explosion to bring down the whole facility. Durch mehrere Patrouillen in der Region entgehen konnte. Wir hatten keine Ahnung, dass wir da waren. Wunderbare Neuigkeiten. All dies ist nur möglich dank der erstaunlichen Anwendungsmöglichkeiten unserer neuen Alberich-Platten. Ihre Fähigkeit, die Sonarfrequenzen der Alliierten zu zerstreuen und unseren kargen Prototypen unsichtbar zu machen, ist der nächste Schritt in der Seekriegsführung. Die Tests in unserer geheimen Anlage bestätigen, dass wir mit wenigen Anpassungen auch jedes U-Boot der Achsenmächte nachträglich mit diesen Platten ausrüsten können. Nun möchte ich Sie aber nicht weiter langweilen. Wir haben noch reichlich Zeit für Besprechungen, wenn Herr Nakamura eintrifft. Weitermachen. Pressure valves. Place looks like it was built in a hurry. If I can overload pressure's building, one more valve to go. Pressure valves are overloaded. I open the roof vent. Now I've got to blow this whole place apart. Sobald wir dann hier in dem Raum mit dem Tresor angekommen sind, jagen wir diesen erstmal in die Luft, da wir die Sprengcodes benötigen, um es uns dann wieder mal einfacher zu machen, da wir jetzt gleich einfach nur noch zum Hörer greifen müssen, um das U-Boot in die Luft zu Now to jagen. send the scuttle order and bring this whole place down. Alarm! Der Dunkelsunde! Die Alliierten dürfen unsere Technologie nicht erhalten! That should put a wrench in Kraken's development. Time to get out of here. This grass could make some useful cover.
nachdem wir uns ja jetzt schon dem Ende des Videos nähern, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Videoguide in der 5. Mission weiterhelfen konnte und ihr es dadurch deutlich einfacher hattet. In dem Fall würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen, wenn ich euch weiterhelfen konnte, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!